Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich zeigen, wie du so einen runden Beutel nähen kannst. Der Beutel ist gefüttert und oben hat er einen Tunnelzug und wird so zusammengezogen. Der Tunnelzug wird separat angenäht. So kann man auch schöne Effekte mit Mustermix oder so erzielen. Das Praktische ist auch, es gibt kein Schnittmuster, du schneidest, also du hast die Möglichkeit, den Beutel in jeder Größe zuzuschneiden. Und ja, Spekulatius und Lebkuchen liegen ja auch schon in den Regalen, da kann man auch schon an den Adventskalender denken. Das sieht bestimmt sehr schön aus, wenn man den dann aus Beuteln in unterschiedlicher Größe und Mustern macht. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Los geht's! Diese Sachen habe ich mir dafür rausgelegt. Das sind alles so dünne Baumwollstoffe. Der schwarze ist für den Tunnel gedacht, das wird der Außenstoff und das nehme ich als Futter. Die Kordel sollte so einen Durchmesser von nicht mehr als 0,5 cm haben, sonst müsste der Tunnel breiter werden. Ich nehme jetzt zuerst meinen Außenstoff. Hier habe ich ein Muster mit Richtung, das heißt, es gibt oben und unten. Und da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich hatte zwar gedacht, es ist eindeutig, aber so ganz eindeutig ist es jetzt doch nicht, wohin der Kranich fliegt. Ist es jetzt so richtig? Da war ich mir jetzt einige Zeit nicht sicher, aber ich glaube jetzt doch, so ist richtig. Also, dann lege ich mir das so hin und ich möchte einen großen Beutel nähen. Und dafür nehme ich jetzt einen großen Essteller als Schablone. Das geht natürlich, ja, alles, was kreisrund ist, kann man als Schablone nehmen. Die Umrisse zeichne ich einmal auf den Stoff. Wenn das gut sichtbar ist, dann nehme ich mir Lineal und Rollschneider und die obere Kante, die wird jetzt so gerade abgeschnitten. Einmal die Kreisbreite lang. Dann schaut man, wo rechts und links die Rundungen sind und da schneidet man dann auch so senkrecht runter. Oben hat man da einen 90-Grad-Winkel. Das macht man an beiden Seiten. Da kann man ruhig bis unten durchschneiden und dann hat man erstmal ein Rechteck und im unteren Teil schneidet man dann die Rundung aus. Als nächstes nehme ich mir das Futter und lege das als Schablone auf und schneide das einmal aus. Jetzt kommt das Stück für die Tunnelzüge und dafür nehme ich mir den Stoff und lege den an die obere Kante und schneide den genauso lang zu, wie die Öffnung hier von dem Beutel ist. Und jeder Tunnel ist, also jedes Stück Stoff für den Tunnel ist 6 cm breit.
Die kurzen Seiten von den Tunnelzügen werden jetzt nun zweimal so circa 0,5 cm umgeklappt. Das reicht eigentlich, das so mit dem Finger zu drücken und dann von rechts festgenäht. Das ist dann so füßchenbreit. Man fühlt das ja so ein bisschen, wo die Kante ist, und da wird das dann festgenäht. Die beiden Tunnelzüge habe ich zur Hälfte der Länge nach halbiert, links auf links, und einmal kurz drüber gebügelt. Und dann habe ich dort noch die Mitte markiert. Und jetzt kommt der Außenstoff dran. Dort markiere ich ebenfalls an der oberen Kante, so mit dem Fingerdruck, die Mitte. Dann den Streifen, so mit der offenen Kante nach oben, auf den Außenstoff legen und ein bisschen fixieren. Die Tunnelzüge werden jetzt füßchenbreit auf dem Stoff festgenäht. Auf einem Außenstoff fixiere ich schon mal mein Label. Die Naht ist bei 1 cm und bei 0,7 cm circa, also auch wieder füßchenbreit, nähe ich das Label schon mal fest. Nun die beiden Teile rechts aufeinander legen und festklammern. Der Futterbeutel wird dann anschließend auch rechts aufeinander gelegt, geklammert, und an einer der langen Seiten wird eine Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung ist so circa 6 cm lang. Beim Nähen jetzt darauf achten, dass man hier nicht die Tunnel festnäht. 1 cm ist die Nahtzugabe. Anfang und Ende der Naht natürlich wie immer gut verriegeln. Die Nahtzugaben an den Seiten nun auseinanderbügeln. Die Nahtzugabe an den Rundungen jetzt ca. 0,5 cm zurückschneiden. Den Außenbeutel nun wenden, dass die rechte Seite außen liegt, und dann rechts auf rechts in den Futterbeutel stecken. An der oberen Kante zusammenstecken. Dabei treffen die Seitennähte aufeinander und der Tunnel liegt zwischen den beiden Stoffschichten. Die Beutel nun zusammennähen. Dabei ist die Nahtzugabe 1 cm. Die seitlichen Nahtzugaben liegen auseinander. Ein paar Stiche über den Anfang hinweg nähen und dann die Naht verriegeln. Als nächstes durch die Wendeöffnung alles auf rechts wenden. Dann am besten die Nähte ein bisschen ausstreichen. Ich nehme dafür immer so ein Stäbchen, und wenn das alles gut in Form ist, dann einmal drüber bügeln. Und dann noch die Wendeöffnung schließen. Als nächstes die beiden Beutel ineinander stecken. Eventuell muss die Kante noch ein bisschen gebügelt werden. Und dann dort knappkantig absteppen. Einmal rundherum und wieder ein bisschen über den Anfang und dann verriegeln.
Für die Kordellänge legst du dir das so hin und am Ende muss es noch einiges überstehen, weil ja noch ein Knoten reingemacht wird. Ich mache lieber ein bisschen mehr als zu wenig und dann nehme ich mir eine Sicherheitsnadel und ziehe einmal von rechts und einmal von links die Kordel durch. Und zum Schluss noch 2 Knoten rein und das war's dann auch schon. Der Beutel ist fertig. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Daumen hoch drückst. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Drück am besten direkt das Glöckchen, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!